Okay, bevor es losgeht, noch ein paar Worte. Es folgt eine kleine Audioaufnahme, die heute am 14.06.2012 entstanden ist, zusammen mit Bata von www.brabata.de und mir. Und die musikalische Begleitung, also die Untermalung, stammt von Z-Tickman. Den kann man besuchen auf soundcloud.com/ztickman/ Und da verwenden wir mit seiner Einverständnis folgende Tracks. Der erste Track ist Viop, der nächste ist Pulsons, der nächste Goldmine, der nächste Brazedism. Hoffe ich, dass ich richtig ausgesprochen habe. Und spiele jetzt einfach mal die Audioaufnahme ab. Okay, es folgt ein Interview mit dem Titel Nicht von dieser Welt. Es geht um UFOs und das Weltgeschehen. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt und hoffe, dass der ein oder andere Hörer auch hier erreicht werden kann. Viel Spaß! Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die freundliche Einladung zur Sendung und die angenehme Begrüßung bedanken. Das Thema, über das wir gleich sprechen werden, wird von vielen Seiten als irgendwie esoterisch abgetan, wobei es dennoch einen höchst realen Hintergrund hat. Ich lade alle Hörer dazu ein, sehenden Auges ihre eigene Mit- und Umwelt auf diese Dinge, die wir gleich besprechen werden, zu prüfen. Fangen wir also an. Was gibt es zum Thema Außerirdische aus deiner Sicht zu sagen? Zunächst möchte ich Sie bitten, Ihre Gedanken in Richtung Kosmos schweifen zu lassen. Der Kosmos, und ich meine damit vorläufig nur den materiellen Kosmos, ist riesig. Wunderschön und riesig. Das Alter des Kosmos ist laut Angaben der Wissenschaftler auf etwa 14 bis 15 Milliarden Jahre datiert. Laut Auffassung der Hindus lebt ein Universum stattliche 311 Billionen Jahre. Wir stecken gerade also kosmisch in den Kinderschuhen. Wenn der Kosmos 14 bis 15 Milliarden Jahre alt ist, ist seine Ausdehnung ebenso groß. 14 bis 15 Milliarden Lichtjahre. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das sichtbare Licht benötigt, innerhalb eines Erdenjahres den Kosmos zu durchqueren. Die Geschwindigkeit des Lichts beträgt etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. Schall breitet sich mit etwas mehr als 1000 Kilometer pro Sekunde aus. Wir leben in einer von unzähligen Galaxien, die wir Milchstraße nennen. Unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren und besitzt etwa 100 bis 200 Milliarden Sterne. Sonnen wie unsere und kleinere und größere. Sehr viele von ihnen, die Mehrzahl, haben Planeten um sich geschart. Unser Sonnensystem befindet sich im sogenannten Orion-Arm der Milchstraße, was eine gewisse Bedeutung in der Namensgebung dadurch erfährt, dass die Bewohner des Orions diesen Sektor der Galaxis unter Atons Führung dominieren. Aton ist der Herr der Orion-Föderation, die gemeinsam mit den Grauen eine räuberische Ausbeutung ganzer Planetensysteme in diesem Sektor der Milchstraße betreibt. Bedenken wir Folgendes: Wenn nur 1% der Sonnen der Milchstraße Planeten haben und davon nur 1% belebt sind und wiederum nur 1% davon intelligentes Leben tragen, wimmelt es hier von Sternengeschwistern. Und das nur in unserer Milchstraße. Es gibt Milliarden von Galaxien wie die unsere. Außerirdisches Leben ist real und hat auch seinen Weg auf die Erde gefunden. Seit Urzeiten schon. In Wahrheit sind wir Sternensaat. Die Hopi-Indianer Nordamerikas sprechen davon, dass wir gegenwärtig die 4. Menschheit sind, die diese Erde bevölkert. Die vorangegangenen Hochkulturen wurden durch zyklisch eintretende Katastrophen vernichtet. Die letzte davon war die in der Bibel erwähnte Sintflut, die die beiden Großreiche Atlantis und Lemuria verschlang. Diese Sintflut ist gekommen durch das periodische Erscheinen Nibiru's, eines sogenannten braunen Zwerges, einer Minisonne mit einem kleinen Planetensystem, mit dem wir in einem Doppelsternsystem leben. Die Umlaufbahn Nibiru's um unsere gelbe Sonne ist so gestaltet, dass er etwa 3600 Jahre für eine Annäherung an uns benötigt. Und jetzt ist die Zeit wieder gekommen, da er sich unserem System annähern will. Es ist wichtig, darüber nicht in Panik zu geraten und fest zu wissen, dass diesmal alles gut ausgehen wird.
Der Himmel wird sich unser annehmen und uns sicher durch die Fairnisse der kommenden Tage geleiten. In der Vergangenheit unseres Sonnensystems kam es bei der Begegnung mit Nibiru immer wieder zu Katastrophen. So war der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter einst ein Planet, den der sowjetische Wissenschaftler Orlov auf den Namen Phaeton taufte. Dieser Planet kollidierte mit einem der Monde Nibirus und beide wurden durch die Kollision in Stücke gerissen. Als dies passierte, retteten sich die Bewohner Phaetons auf die beiden inneren Planeten Mars und Erde. Sie kreuzten das Genom der irdischen Hominiden mit ihren weiterentwickelten Genen und schufen so den Homo sapiens. Wir sind also wirklich Sternensau. Die archetype hominide Spezies ist weit verbreitet im Kosmos. Leben neigt dazu, sich auf immer wieder ähnliche Arten auszudrücken. Was hat es mit dem Thema UFOs zu tun? Die Erde ist ein gesegneter Planet. Nahezu jedes nur denkbare Ökosystem kommt auf einem Planeten vor. Das ist außergewöhnlich in der Galaxis. Sehr viele Wesen haben ein großes Interesse an der Erde, manche aus rein biologischen Gründen, andere in materieller Hinsicht. Zudem verfügen wir hier über einen äußerst reichhaltigen genetischen Pool, der für sehr viele Interessengruppen aus der Galaxis interessant ist. Klonen, genetische Veränderung des Genoms, des Erbgutes, ist weit verbreitet im Kosmos. Manche dieser Interessengruppen haben sich im Laufe ihrer Evolution verklont und suchen Auffrischung ihrer Erbinformation auf der Erde. Diese Wesen arbeiten zum Teil mit geheimen irdischen militärischen Gruppierungen zusammen und haben insbesondere den US-Amerikanern seit den 1950er Jahren im Austausch gegen genetische Experimente an Gründern und Menschen der Erde Technologie gegeben. Aber auf diese Seite der außerirdischen Frage sollten wir uns jetzt nicht konzentrieren. Viel wichtiger und wesentlicher ist, dass wir Kontakte zu uns wohlgesinnten Sternenvölkern haben, die unsere Evolution auf der Erde seit Urzeiten schon begleiten. Dazu zähle ich insbesondere die Sirianer, die Plejadier und ähnliche Gruppierungen. Diese Wesen sind real und hier. Wichtig ist mir noch anzumerken, dass die Leute von der Rückseite des Mondes ausdrücklich unsere Freunde sind. Die Illuminaten geben sich gegenwärtig einige Mühe, sie als unsere Feinde darzustellen. Aber das sind sie nicht. Sie stehen fest an unserer Seite in dem Bemühen, diese Erde in einen Planeten des Friedens zu verwandeln. Es ist anzumerken, dass wir immer nur etwa die gleichen 60% der Mondoberfläche von der Erde aussehen. Die dunkle Seite des Mondes leuchtet in Wahrheit heller als Los Angeles bei Nacht. Warum erfahre ich davon nichts, wenn ich die Nachrichten im Fernsehen einschalte? Weil die Nachrichten gelenkt werden. Stellen wir uns folgende Frage. Sollen die Nachrichten uns informieren oder vielmehr programmieren? Wenn es der Sinn eines menschlichen Lebens wäre, metaphysisch gesehen, in Angst und Schrecken seiner Existenz zu frönen, wären die Nachrichten bestens geeignet, diesem Ziel zuzuarbeiten. Nachrichten sollen Gesellschaften lenken. Massenmedien haben das Ziel, ein Kollektivbewusstsein zu bilden. Und wenn ein Kollektivbewusstsein aus Deutschland sucht den Superstar oder wie koche ich richtig gebildet wird, stellt sich die Masse der Menschen keine anderen Fragen mehr. Dies hat im engeren Sinne mit der UFO-Thematik zu tun. Menschen sehen Phänomene am Himmel, die sie verwundert hochblicken lassen, aber dann kommen selbsternannte Experten, die ihnen erklären, es handele sich um Wetterballons oder chinesische Reispapierlampignons. Die meisten Menschen agieren hier wie die sprichwörtlichen Lemminge und geben sich mit der gebotenen Information zufrieden. Nur wenige hinterfragen das. Wichtig ist, wenn wir aufgeklärt und wach durch die Welt laufen wollen, dass wir auf unsere eigene innere Stimme lauschen und prüfen, was uns als Information von außen angeboten wird. Prüfet und was für gut ihr befindet, das behaltet, heißt es in vielen heiligen Schriften. Nicht nur im Neuen Testament durch Jesus, sondern auch unter anderem bei Gautama Buddha. Haben wir eine religiöse Botschaft zu beachten, wenn wir uns diesem Thema nähern? Nein. Der Atheist kann sich diesem Thema genauso nähern wie der gläubige Hindu oder der gläubige Christ. Es geht um die Wahrnehmung einer kosmischen Wirklichkeit. Wir sind nicht alleine im All. So wie in geschichtlichen Zeiten Kolumbus Amerika neu entdeckte, entdecken wir jetzt den Kosmos neu für uns. Wir waren schon dort, vor Urzeiten, und treten jetzt unsere Heimreise in die galaktische Gemeinschaft wieder an.
Eine göttliche Botschaft gibt es dabei nicht zu beachten, außer der, dass wir ganz natürlich friedliebende Wesen werden, wenn wir ein kosmisches Bewusstsein entwickeln. Das ist einfach ein Prozess der Wahrnehmung. Dennoch werden wir in naher Zukunft einen evolutionären Entwicklungssprung hin zum kosmischen Menschen machen, der beinhaltet, dass wir uns stärker auf unsere Spiritualität besinnen werden. Bedenken wir, warum das Thema so hochbrisant ist und alles dafür getan wurde, dass es geheim gehalten wurde. Was geschieht mit den irdischen Glaubenssystemen, wenn wir entdecken, dass wir nicht alleine im Universum sind und es nie waren? Viele Gläubige, sehr viele, würden sich abwenden von ihrer jeweiligen Religion und Weltanschauung. Aus diesem Grund befürchteten die verantwortlichen Gremien in den Hinterzimmern der globalen Politik weltweite Panik bis hin zum Äußersten, wenn der offizielle Erstkontakt gemacht wird. Es ist ihnen nachzusehen, dass sie einen Weg wählten, uns schrittweise auf unsere Eingebettetheit in ein überaus belebtes Universum vorzubereiten. Die Filmindustrie in Hollywood hat mit den meisten Science-Fiction-Filmen darauf hingearbeitet, dass wir uns dieser Thematik meist ohne Angst nähern können und unterbewusstes Vertrauen entwickeln können. Filme wie E.T. oder Unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg haben ein Bewusstsein für Außerirdische schon in den 70ern, Anfang der 80er Jahre geschaffen. Die Erfolge der meisten Science-Fiction-Filme sprechen Bände für die kollektive Programmierung in neuerer Zeit. Der offizielle Erstkontakt steht unmittelbar bevor. Gibt es sichtbare Anzeichen dafür, dass wir von Außerirdischen besucht wurden oder werden? Jede Menge. Archäologisch deuten die Befunde zum Beispiel der Pyramiden von Gizeh darauf hin. Die Pyramiden von Gizeh sind alle drei nicht direkt in einer Linie ausgerichtet, sondern die kleinste, die Mykerinos- oder Menkaure-Pyramide, ist etwas verschoben. In ihrer Lage zum Nilfluss liegen sie ebenso dargestellt, wie es die drei Gürtelsterne des Orion-Systems gegenüber dem Band der Milchstraße um das Jahr 10.500 vor Christus waren. Das bedeutet, die drei Gürtelsterne des Orion, Al-Nilam, Al-Nitak und Mintaka, liegen ebenso wie die Pyramiden nicht gleich auf einer Linie von der Erde aus gesehen, sondern der lichtschwächste der drei Gestirne liegt etwas verschoben gegenüber den anderen. Die relative Lichthelligkeit der drei Gürtelsterne steht in einem unmittelbaren Verhältnis zu der jeweiligen Größe der drei Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau. Je größer die relative Helligkeit der drei Sterne ist, desto größer sind die Pyramiden. Der Sphinx trug ursprünglich einen Löwenkopf zu seinem Löwenkörper, ehe die Wasser der Sintflut diesen erodierten und ein Pharao danach auf den Gedanken kam, ihm sein Antlitz zu vermachen. Die gesamte Anordnung des Gizeh-Hochplateaus ist ein exaktes Ebenbild der Gürtelsterne des Orion bzw. mit dem Schwingen mit dem Sternbild des Löwen aus dem Jahr 10.500 vor Christus. Die offizielle Angabe, die große Pyramide sei von Pharao Cheops um das Jahr 2450 vor Christus erbaut worden, ist bei genauerer Prüfung der Sachverhalte nicht haltbar. Aus politischen Gründen, die Völker der Welt in Unwissenheit über das wahre Sternenerbe des Pyramidenkomplexes zu halten, wird von offiziellen Seiten aus strikte Geheimhaltung hierüber betrieben. Die verantwortlichen Stellen haben beispielsweise die grandiosen Forschungsergebnisse des Münchner Ingenieurs Rudolf Gantenbrink stets kleingeredet. Gantenbrink schickte in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen Roboter, Pupuao 2, die sogenannten Luftschächte in der Königskammer der Großen Pyramide, auf eine Erkundungstour und entdeckte einen Fallstein am Ende des nördlichen Schachtes. Dieser Fallstein wurde aufgrund des öffentlichen Interesses dann in einer National Geographic Expedition der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Diese Präsentation war eine Fälschung. Hinter dem Fallstein befand sich eine Kammer mit außerirdischen Artefakten, was die Weltöffentlichkeit aber aus den oben genannten politischen Gründen nicht zu Gesicht bekam. Time will tell, und das schon recht bald. Eine andere Frage bezüglich der Hinweise auf außerirdische Besuche auf der Erde in der Neuzeit bieten massenweise Videos von Sichtungen von unbekannten Flugobjekten, die im Internet frei zugänglich sind. Der freie Zugang zu diesen Videos und die immer weniger stattfindende Verunglimpfung der Zeugen ist ein Indiz dafür, dass die global verantwortlichen Gruppen wie beispielsweise die Bilderberger und andere Lenker globaler Politik darauf hinarbeiten, uns schrittweise bewusst für die außerirdische Realität auf der Erde zu machen. Es ist in ihrem Sinne, uns sukzessive auf eine Weltregierung vorzubereiten, die sie gerne unter der Ägide Atons, des Herrn des Orion, sähen. Da ist aber
Gott lobt, der Himmel vor. Wir werden in eine neue Ära des Friedens eintreten. Du bezeichnest dich selbst als sogenannten Contactee. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Ein Contactee ist ein Mensch, der in physischen und/oder telepathischen Kontakt mit Außerirdischen steht. Vor über 20 Jahren hatte ich einen schweren Autounfall, in dessen Folge ich mich für 4 Jahre in psychotherapeutische Behandlung begab. Ich kam wegen einer Sache und blieb wegen vieler anderer. Nachdem ich intensiv psychologisch meine Interna geklärt hatte, öffnete sich mein Kopf, mein Bewusstsein plötzlich für spirituelle Wahrheiten. Ich begann meine Umwelt und mich selbst wesentlich bewusster wahrzunehmen, als dies vorher der Fall war. Dies öffnete mich für die Wahrheit telepathischer Kommunikation mit Außerirdischen. In der Literatur ist die Rede von Close Encounters, nahen Begegnungen. In der Kategorisierung gibt es nahe Begegnungen der ersten bis hin zur 5. Art. Die nahen Begegnungen der ersten Art bezeichnen die Sichtung nächtlicher, unerklärlicher Lichter am Himmel. Die der zweiten die Sichtung fliegender, unerklärlicher Objekte und die der dritten die in Augenscheinnahme von extraterrestrischen Wesen. Die nahe Begegnung der 4. Art bezieht sich auf Sichtung außerirdischer Flugkörper mit telepathischem Kontakt zu diesen. Eine nahe Begegnung der 5. Art bezeichnet die Sichtung außerirdischer Wesen inklusive telepathischen Kontaktes. Ich habe alle diese Formen erfahren. Was ist aus deiner Sicht in den kommenden Tagen für uns und die Erde zu erwarten? Wichtig erscheint mir, bei den kommenden Veränderungen keine Angst zu entwickeln. Der vielbeschworene Weltuntergang mit dem Ende des Maya-Kalenders wird kein Weltuntergang sein, wohl aber ein Untergang des Weltbildes. Wir werden in einen vollkommen neuen Zyklus eintreten, den die Hindus in ihrer Mythologie als Krita-Yoga bezeichnen, und der den Griechen als das goldene Zeitalter bekannt ist. Gegenwärtig erfahren wir das Ende des eisernen Zeitalters der Griechen, welches die Hindus Kali-Yuga nennen. Dieser Zyklus ist gekennzeichnet vom Niedergang der Kultur. Menschen werden hartleibig, kurzlebig, eisern in ihrer Vorstellung von Lebensqualitäten. Sie neigen dazu, einander gegenseitig auszubeuten und dergleichen Dinge mehr. Das kosmische Zeitalter, in das wir nun wieder eintreten, bietet vollkommen andere Zeitqualitäten. Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahrtausend des Glücks, der Freude, des Friedens und der Freiheit. Wir werden vollkommen neue Erfahrungen im kommenden Millennium machen. Die 1960er Jahre, die 60s, waren ein Vorbote jenes Lebensgefühls, welches wir in naher Zukunft erfahren werden. Jene außerirdischen Kräfte, die uns wohlgesinnt sind, werden uns auf diesem Weg begleiten. Es ist wichtig zu erkennen, dass wir diese Schritte aus eigenem Wunsch heraus initiieren werden und dies kein Prozess ist, der von außen angestoßen werden wird. Die menschliche Komponente, unsere Wirklichkeit, ist ein wesentlicher Baustein im kosmischen Gefüge. Wir dürfen mit Recht stolz darauf sein, wie weit wir es bislang geschafft haben, auch wenn vieles noch im Argen liegt. Leben wird bald als aufregend geachtet und verantwortungsvoller wahrgenommen. Gleichwohl die individuelle Reifung zu allen Zeiten geschehen kann und auch geschieht, wird in naher Zukunft menschliches Leben auf dem Planeten Erde einen Entwicklungssprung erfahren, der die irdische Menschheit näher an ihre Verwandten im Kosmos heranbringen wird. Der natürliche und evolutionäre Sprung in unserem irdischen Erleben wird große Teile der nun lebenden Generationen zu Telepathen werden lassen. Und Telepathie wird die Kommunikationsform der zukünftigen Generationen auf dem Planeten Erde sein. Wir Menschen werden als Kinder dieser Erde gemeinsam mit ihr einen Dimensionssprung erfahren. Der Weltuntergang, der vielfach prophezeit wurde, wird im Wesentlichen ein Untergang des Weltbildes sein. Sicherlich werden in der Phase der Umwandlung auch Schmerzen erscheinen, aber diese sind Ausdruck der Geburt einer neuen Welt. Und so wie jede Geburt Schmerzen für die Mutter mit sich bringt, wird auch die Ablösung von der jetzigen Erfahrungsebene Schmerzen mit sich bringen, um Neues zu gebären. Sollten wir uns auf den bevorstehenden Wandel in irgendeiner Weise vorbereiten? Gibt es zum Beispiel meditative Techniken, die hilfreich sind? Meditation ist meiner Erfahrung nach immer ein probates Mittel, um den eigenen Geist, das eigene Bewusstsein zu schulen. Aber sie stellt kein Allheilmittel dar. Wichtig ist meines Erachtens nach, dass wenn wir meditieren, wir dies in einer Grundstimmung der Liebe,
beziehungsweise aus einem solchen Bewusstsein heraus tun. Ich habe einige Leute getroffen, die jahrzehntelang meditierten, aber zu keinen wirklich brauchbaren Ergebnissen kamen. Dies liegt im Wesentlichen darin begründet, dass die Trägerwelle, die Herzfrequenz, auf die wir uns in der Meditation einstimmen können, nicht erreicht wurde. Wenn wir meditieren, sollten wir uns auf eine positive Grundstimmung einlassen. Wir sollten den Kosmos bejahend wahrnehmen, und dies im eigentlichen Wortsinne. Wahrnehmung bedeutet für wahrnehmen, gleich für wahr halten. Wenn wir uns in eine kontemplative Grundstimmung versetzen, in der wir uns selbst als eingebettet in ein lebendiges Universum begreifen, dann können wir alles erreichen, was wir uns spirituell vorgenommen haben. Dies kann man als Christ, als Hindu, als Moslem oder auch als nativer Indianer so erfahren. Gleich welche Glaubensauffassung wir folgen, welches unser Credo ist, wir können uns selbst erhöhen, indem wir uns auf unsere spirituellen Wurzeln besinnen. Aber das sollte für heute genügen. Ich hoffe, ich konnte Interesse dafür wecken, dass wir alle uns mit unserer Welt, in der wir leben, näher auseinandersetzen. Die angesprochenen Dinge werden bald im Bewusstsein von uns allen sein. Wer möchte und wenn weiteres Interesse besteht, kann sich gerne auf meiner Homepage www.rabata.de weiter informieren. Die Seite geht allerdings gegenwärtig nur mit dem Internet Explorer. Ich wünsche uns allen eine gute Zeit und viel Freude beim Entdecken der Welt und wie wir eingebettet sind. Vielen Dank dem Moderator für das freundliche Interview und herzliche Grüße an alle Hörer und viel Spaß mit www.rabata.de. Okay, Bra, ich bedanke mich für das Interview, das wir geführt haben heute. Und hiermit zurück in die Außenwelt. Viel Spaß.